Ja, eben das hier soll, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein ehemaliger Standort Munitionsniederlage sein, und zwar in Hohenlockstedt. Es gibt hier in Hohenlockstedt aber noch etwas, was frei begehbar ist, was irgendwie geöffnet wurde. Irgendein Munitionsdepot. Hier ist auch irgendeine Eintragung mit Muna. Und dann haben wir da vorne auch so Gebäude, die sehen schon so aus, als wenn die eben, als wenn das so Lagerhäuser sind, irgendwie aus Zweiten Weltkriegstagen. Ich bin gerade überfragt. Die Sache ist nämlich folgende. Bundesvermögensamt Itzehoe. Die haben das mal verwaltet. Das ist wohl aber in privater Hand hier, die ganze Geschichte. Da will ich jetzt auch nicht drauf. So, moin. So ein improvisiertes Video hier. Hier ist also, wie gesagt, ein Bereich, der war auch lange Zeit nicht begehbar und der wurde dann irgendwann geöffnet. Da gibt es Artikel drüber. Der ist hier auch markiert auf Google Maps. Das Problem ist nur, ich weiß überhaupt nicht, wo die Zufahrt dazu sein soll. Das gestaltet sich hier alles so ein bisschen, wenn man es nicht weiß, ein bisschen kompliziert. Deshalb muss ich gleich mal schauen, wie wir das dann voneinander bekommen. So, von außen hier ein bisschen was filmen, glaube ich, sollte nicht so ein Problem sein. Wir können ja dennoch mal eben hier so ein bisschen drauf gucken. Da haben wir so ein Teil. Also frage mich nicht, was das ist. Ob das hier so eine kleine auch Nahbereichsverteidigung war, ob das so eine Stellung da mal war. Ich könnte es mir bald vorstellen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann haben wir da hinten noch irgendwie so ein Schuppen. Vielleicht war das mal ein Hundezwinger. Ne? Da vorne, da sieht man auch noch was. Das ist, glaube ich, ja, so ein Element. Macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn es eine Abschmierrampe wäre. Ja, das Gelände hier wäre natürlich auch toll, wenn man sich das mal angucken könnte. Auch das Wachgebäude sieht irgendwie interessant aus. Wäre schon klasse. Gut. Ich sehe jetzt zu, dass ich diesen frei begehbaren Bereich finde und dann filmen wir da. Und was das dann hier letzten Endes alles im Einzelnen war, da habe ich schon einen Experten, der mir dabei helfen kann. Ne, Manfred? Top. Also bis später oder bis gleich. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Geländes. Dieses hier stellt sich mir auch noch dar. Da gibt es noch diverse andere Schuppen. Da geradeaus geht es auch noch weiter. Dahinter ist aber noch ein Zaun. Ich nehme schon bald an, dass man hier von ganz links umfassend da irgendwie hinkommen muss, weil ich sehe da keine andere Möglichkeit. So, das hier ist natürlich alles auch mal irgendwie ehemals militärische Liegenschaft. Das sieht mir schon ziemlich nach Wehrmacht aus. Boah, kann aber auch alte Bundeswehrstruktur, könnte es letzten Endes auch sein, irgendwie. Also ist auf jeden Fall auch mal baulich was verändert worden hier, das sieht man. Da sind mal Sachen zugemauert worden. Das ist schon interessant. Und auch hier vorne in diesem ganzen Waldbereich, da habe ich immer mal wieder so Hügel gesehen, ob da noch alte Munitionslagerhäuser drunter sind. Ich gehe hier einmal ganz kurz um das Gebäude rum. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich das nicht darf oder dass hier irgendwer ist, komisch guckt. Ja, so sieht das ganze Teil hier aus. Hier nochmal die Stirnseite eben abgefilmt. Im Zweifelsfall muss ich gleich eben fragen, wie man da hinkommt, weil es halt, wie gesagt, es ist öffentlich begehbar. Und da sind eben so ein paar Fledermausbunker. Ist ein bisschen, also wenn man das sich hier nicht auskennt, ist ein bisschen unübersichtlich auf den ersten Blick. Gut, bis gleich. Ja, ich mache da mal ganz kurz eben was aus dem Off zu. Ich habe hier eine Sequenz gefilmt, die ich so nicht veröffentlichen kann. Die habe ich rausgeschmissen. Daher mal eben kurz die Einblendung. Ihr seht hier den Teil des ehemaligen Lagers Lockstedt. Das heißt, ich markiere euch das mit den Pfeilen auch. Da ist einiges von der Heeresmuna noch erhalten. Wir haben an diesem Teildepot Matt, da haben wir ja angefangen, an dem Eingang, den markiere ich euch auch, wo ich da war. Dann habe ich mich da so durchgeschlängelt mit dem Kfz, bis ich an diesem Lagerhaus ankam. Das ist also definitiv ein Lagerhaus aus Muna-Zeiten. Da unterscheidet man zwischen kleinem Lagerhaus und großem Lagerhaus.
Das ist einmal 500 Quadratmeter und einmal 1000 Quadratmeter. Welche Fläche wir da jetzt hatten, das weiß ich auch nicht. Das gebe ich euch aber mal so mit auf den Weg. Die Informationen kommen natürlich von dem Manfred. Da auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Wir verlassen jetzt auch diesen Bereich und wir gehen jetzt eben auf die andere Seite, da wo diese Standort-Munitionsniederlage war. So, ich habe mich gekleidet. Wir gucken jetzt mal eben hier was nach. Ich bin hier von einer Seite an dieses Gelände reingefahren, was hier Vielfalt, Reitwege, Revier, ja, schön. Was hier ausgewiesen ist bei Google Maps, dass man da hingehen kann. Da ist Bunker umgebaut oder Bodlagerhäuser zu Fledermausschutz und so weiter. Hier gab es einen großen Zeitungsartikel auch, dass dieses Gelände jetzt endlich geöffnet wurde. Und da war auch ein Tor abgebildet, also eine große Einfahrt. Und es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass es hier keine große Einfahrt gibt, kein Weg. Ich habe keinen gefunden. Ich habe bei Google Maps keine Anbindung an das Straßenverkehrsnetz gefunden, was diese ominöse Liegenschaft hier anbelangt. Deshalb sind wir mal in die Nähe gefahren. Und zwar hier rein, so ein Landwirtschaftsweg. Da stehen etliche Autos, weil hier wohl viele Leute spazieren gehen und auch mit ihren Hunden gehen. Und hier irgendwo vor uns wird gleich dieses Depot kommen. Und da bin ich schon mal ganz gespannt, wo wir hier denn eine Ausfahrt mal hatten oder haben. Also ein Kuriosum. Das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und ich hoffe, ihr habt da auch Interesse dran, das hier zu erkunden. Also bis gleich. So, eins gilt es festzuhalten. Von da links kommen wir. Hier sind wir dann aufs Gelände gekommen. Hier rechts sehen wir schon ein Munitionslagerhaus. Hier links sehen wir ebenfalls ein Munitionslagerhaus. Dann gehen wir jetzt hier mal, schauen wir uns mal um. Dann schauen wir uns hier mal um, was hier los ist. So, da oben drauf natürlich wieder eine Absturzsicherung, weil das wäre ja auch was. Wenn man also, ach, ist auch egal. Da ist eine Absturzsicherung halt drauf. Muss wohl so sein. Hier ist was dazu erklärt. Ein ehemaliges Munitionslager als Winterschlafplatz für Fledermäuse. Ja, ansonsten sehe ich hier eigentlich nichts. Hier geht es wirklich nur um Fledermäuse und in keinster Weise darum, was das hier mal war. Da ist von innen, wie das gemacht wurde. Ja gut, so sieht es ja jetzt von innen aus. Aber das ist alles. Also zur Historie dieses Geländes mal wieder gar nichts. Überhaupt nichts. Da haben wir nämlich eben jenes Munitionslagerhaus. Ja, da stehe ich jetzt auch vor wieder Ochs vorm Berg, aber das müsste eigentlich alles Bundeswehrstruktur hier sein. Und jetzt wird es wahrscheinlich, darauf hinauslaufen. Hier würde es eigentlich weitergehen. Geht es bedingt, warten Sie, es geht hier bedingt weiter. Wir haben auf jeden Fall hier so einen Wall dazwischen gelegt, damit man hier eben vielleicht nicht weitergeht oder nur erschwert weitergehen kann. Und dann haben wir hier die nächste Öffnung. Und dann sehen wir hier schon, tada, wir sehen nämlich nichts mehr. Das ist nämlich alles verfüllt worden hier, der ganze Bums. Und das geht hier auch noch so weiter. Tja, hier hat man auch mal wieder richtig was Tolles gemacht. Was ein Quatsch. Aber gut, dann ist das eben so. Dann muss ich jetzt davon ausgehen, dass wir dieses Munitionslagerhaus hier noch haben. Und entsprechend auf der anderen Seite halt das andere. Und dass es das wahrscheinlich auch schon war. Da hinten ist noch irgendwie so ein Sturz erkennbar. Das sieht aber hochspannend aus. Ich guck mal eben nach. Meine Herren. Also hier habe ich ja was ausgegraben, das ich so auch noch nicht gesehen habe. Also Betongerüst, verklinkert, eine Schräge.
Nee, bleib du mal hier. Und dann geht das hier weiter. Sieht so aus. Also alles so Stützpfeiler. Und in der Mitte, da wurde dann mal entsprechend Munition gelagert. Denn das hier sind Strukturen aus Zweiten Weltkriegstagen. Ja, Hohenlockstedt, vom Namen her kenne ich es auch wohl. Aber ich kenne eben auch nicht jede Liegenschaft. Von daher wird jetzt der eine oder andere sagen, ja Alter, das ist doch ganz klar, das weiß doch jeder. Ja gut, egal, ich habe es auf jeden Fall jetzt für mich erkannt. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Und viel mehr werde ich jetzt hier auch nicht tun. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf den Weg nach vorne und wir gucken uns dann das zweite Munitionslagerhaus an. Aber das ist hier auf jeden Fall schon mal irgendeine ehemalige Muna. Das nächste Munlagerhaus, das habe ich gesehen. Da vorne sind mindestens noch 2 weitere. Oh! Da habe ich mich mal eben zur Seite gedreht. Take a look at this. Hier haben wir ebenfalls aus Muna-Zeiten noch Struktur. Da seht ihr wieder dieses schräg angesetzte. Ja, wenn ich jetzt so richtig orientiert bin, müsste das geradeaus eigentlich der Innenbereich sein der ganzen Geschichte, weil das ja nach außen weggeht. Boah, ja, das ist schon interessant hier. Also hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, doch solche Eindrücke zu haben. Ja, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Ich war vorhin schon am Überlegen, was wird das hier überhaupt für ein Video? Wird das eine Geschichte, die in der Woche mal eben kurz abgefrühstückt ist, so als kleiner Eindruck? Oder wird das hier eventuell doch eine Sache, die ich am Freitag veröffentliche? Also das scheint hier der Innenbereich dieses ehemaligen Munitionslagerhauses zu sein. Hier haben wir einen weiteren dieser moderneren Struktur. Hier vorne ist wieder ein Hügel. Also das nimmt hier kein Ende. Da wollen wir noch mal weiter schauen. Ich nehme euch gleich wieder mit. Aber wahrscheinlich danach haben wir hier ebenfalls noch mal so einen Eingang. Das ist das nächste Teil hier. Und wenn wir noch mal eben, ja, hier vorne uns noch mal eben drehen. Hier vorne haben wir auch noch Struktur. Also sprich, hier haben wir auch noch eine Wand geradeaus. Dieses schwarze Teil mit der Bitumenfarbe bestrichen. Ja. Hier wäre natürlich toll, wenn für Schleswig-Holstein ein Geländemodell verfügbar wäre. Aber das will man nicht so gerne. Lieber nicht, ne? Niedersachsen auch nicht. Das ist schon sehr schade, dass wir da so leer ausgehen mit. Also wie ich das sehe, ist hier immer, also im linken äußeren Bereich ist eben alte Munlagerhausstruktur und dann hat die Bundeswehr entsprechend auf der gegenüberliegenden Seite die neuen Munitionslagerhäuser hingebaut. Ja, man sieht hier auch immer mal wieder Steine und Beton in diesen Öffnungen. Hier vorne auch. Ich möchte da nicht überall reingehen. Das ist nämlich ganz häufig sehr verwachsen. So, hier ist es ein bisschen ausgetreten. Ne? Das schauen wir uns hier auch noch mal eben an, wie sich das darstellt. Hier seht ihr ebenfalls wieder das, was wir vorhin gesehen haben. Beton, Bitumenfarbe und dann entsprechendes Klinkerwerk. Ja. Und hier war eben die Munition gelagert. Hier vorne haben wir das Gegenstück zu dem anderen. Also hier war der Eingang und auf der anderen Seite muss der andere Eingang gewesen sein. Das heißt, wir haben hier ein Munitionslagerhaus 30 Tonnen. Ja, guck Manfred, manches kann ich mir doch merken. Schönen Dank für die Beharrlichkeit. Ja, so. Jetzt geht das hier noch weiter. Wir haben hier
Wir kommen hier ans Ende des Weges, der Schlaufe. Und da haben wir jetzt noch ein weiteres Munitionslagerhaus stehen. Auf der gegenüberliegenden Seite allerdings, da ist nichts. Aber wir haben da einen ganz schönen Wald. So, da kommen wir her. Hier sieht es dann so aus. Ganz bemoost, wie in so einem Märchenfilm. Und jetzt gehen wir von hier aus nochmal hier den Weg hier weiter und schauen uns mal noch den Rest dieser Liegenschaft hier an. Das wird auf jeden Fall ein Film für den Freitag, denn ich habe jetzt schon so viel Struktur hier gesehen und überraschenderweise haben wir hier noch mehr. Guck mal an, hier geht es jetzt rechts ab. Aus der Richtung, die ich gerade zeigte, kommen wir. Hier haben wir Wohnlagerhaus Nummer 16 und zwar ein Wohnlagerhaus 25. Das geht irgendwie ein bisschen weit nach links raus, aber ja, ich sehe jetzt wirklich nicht, ob da mal ein Eingang war, ob der zugemacht wurde. Also es wirkt schon so ein bisschen asymmetrisch, das Ganze. Eigentlich ist es nicht so angelegt. Wir gehen jetzt hier dann nochmal diese Schleife entlang, schauen mal eben, was hier noch auf uns wartet. Hier haben wir nochmal eines dieser kleineren Munitionslagerhäuser. Das ist dann die 15. Ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich hoffe nur, dass es noch hell genug ist. Also wir haben es gerade mal irgendwie 2:30 oder so. Aber hier ist eine Wetterlage. Es ist auch so leichter Nieselregen. Da haben wir hier die 15. Ja, muss ich jetzt von ausgehen, dass das ebenfalls ein Wohnlagerhaus 25 ist. Ja gut, es sei denn, die haben es wirklich verfüllt. Jetzt müsste man die alle nachzählen. Da muss man dann aber noch wieder ein richtiger Nerd für sein, dass man dann solchen Dingen Entschuldigung, auch noch auf den Grunde geht. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, wenn ich das so sehe, wie das aussieht. Ja, sprechen Sie weiter. Dann sind das alles 50er. Das ist überall, das zweite Tor ist überall verfüllt worden. Ja, hier haben wir noch mal ein schönes Indiz quasi, wie breit das hier ist. Und bis dahin geht's. Und da vorne ist auch noch Bewegungsfläche hier für Kraftfahrzeuge und so weiter. Also das sind alles 50er, die sie dann entsprechend verfüllt haben. Was haben wir hier? Nochmal wieder so ein Teil. Bauart Stradley, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ebenfalls für Fledermäuse hergerichtet. Meine Herren, wir dringend was trinken. Gut, wir gehen jetzt hier noch mal ein bisschen weiter über das Gelände und ich schau mal, vielleicht haben wir noch ein bisschen Wehrmachtstruktur, dann zeige ich euch. Da kommen wir her, wir sind an so einer Wege, ja, Gabelung ist das hier nicht, das ist eine richtige Kreuzung. Da sind wir vorhin aufs Gelände drauf gekommen, da vorne links wäre dann die erste Schleife. Hier würde es weitergehen in die nächste Schleife. Das lassen wir jetzt erstmal draußen und wir gehen jetzt in diese Richtung mal weiter und schauen mal, was uns da noch erwartet. Hier vorne schon mal auf jeden Fall ein Wall angelegt worden und hier guckt was aus dem Boden hervor. Ich weiß nicht, ob man sieht, das könnte hier eine Löschwasserzisterne gewesen sein, die sich da unter diesem leichten Hügel befindet. Ja, der Wall hier, das wird ein Splitterschutzwall gewesen sein. Und das Gelände hier ist doch sehr viel größer, als wie ich es gerade auf der Google Maps Darstellung gesehen habe. Nur sieht man das irgendwie nicht. Ne, wir gucken mal bei Google Earth, was die Fotos, ich hoffe, dass wir von 2000 welche kriegen, was die dazu sagen, wie viele Wege wir hier sehen und
ja, wie das alles so von oben mal aussah. Ne? Weitere Informationen werde ich natürlich hier zu dem Gelände einholen. Das ist ja gar keine Frage. So. Ich kann euch nicht sagen, H für Hydrant eventuell. Davor wächst ein Bäumchen. Ach, der ist da vielleicht noch drunter. Ich heb das nicht an, das lassen wir so stehen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das ein Hinweis darauf ist. Aber eine Bushaltestelle wird es wohl nicht sein. Gut, wir gehen hier weiter. Ja, also wir kommen von da hinten. Bewegungsrichtung nach vorne. Und hier war jetzt schon länger keine Struktur der Bundeswehr mehr. Ich denke bald, wir sind hier auf der Zuwegung. Also sprich, die Haupteinfahrt wird ja gleich vor uns liegen. Da bin ich mal gespannt, wo die dann ist. Die müsste ich da hinten eigentlich vorhin gesehen haben, aber dann eben, ja, dann war die halt so versteckt oder so unscheinbar, dass man da nicht mit gerechnet hat, dass die da ist. So, hier zur Linken haben wir noch mal wieder Welle, links, geradeaus, rechts. Ob das von damals ist, kann ich nicht sagen. Das kann auch sein, dass die Bundeswehr da einfach so ein Lagerhaus drin hatte. Sowas hatten die ja auch. Und dann haben die da nur Splitterschutzwälle drumherum gebaut. Durchaus möglich. Das sah mir jetzt recht strukturiert aus, sage ich mal. Das sah nicht so aus, als wenn da mal was gesprengt wurde. Ja. Oh, jetzt wird es langsam spannend. Ich denke, dass wir hier wirklich auf der Zielgeraden zum Ausgang sind. Also, wenn ich nicht ganz fehlorientiert bin, dann müssten wir eigentlich auf der Straße sein, wo ich vorhin dieses Wehrmachtslagerhaus gefilmt hatte. Aber hol mich der Teufel, wenn es nicht so ist. Was ist das denn jetzt hier? Aha, hier ist Bauzaun. So, passen Sie auf. Ich baue das hier mal eben kurz um. Das schauen wir uns doch mal eben an. So, guck dir das an. Hier ist so ein Lagerhaus. Hier ist ein Bauzaun. Und da kann man so drum herum. Also das ist jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht unbedingt interpretieren, dass man hier nicht lang, doch, da darf man nicht lang, stimmt. Wir haben so einen Wildzaun hingesetzt. Das sehe ich jetzt erst. Licht ist schon so schwach. Sehe ich jetzt erst. Dann ist das, also hier kann man nicht weiter, aber hier war auf jeden Fall mal eine Zufahrt. Und das haben die ja komplett weggemacht. Das kann ich euch sagen, das weiß ich. Die haben den gesamten Zaun, der hier drumherum war, den haben die komplett entfernt. Oh, hier geradeaus, da haben wir richtig schöne Bundeswehrstruktur. Das sind nämlich wunderbare Geräteschuppen oder auch als Polschuppen verwendet. Da kommen wir jetzt leider nicht hin. Ich muss mal eben bei Google Maps gucken, wo wir uns hier befinden. Das ist doch alles spannender, als ich es erwartet habe. So, Standort. Da sind wir, das ist ja interessant. Okay, dann sind wir nicht da, wo ich dachte, dass wir es sind. Aber ich blende euch das ein. Das ist also hier vor uns dieser Bereich, der als Standort Munitionsniederlage ausgewiesen ist. Also eine Standort Munitionsniederlage mit solchen Schuppen, das ist schon ein bisschen was anderes hier. Da passt also irgendwas nicht. Oder es ist hier auch nochmal eine Standort Munitionsniederlage drauf. Und dieser Bereich ist einfach abgegrenzt von dem anderen. Also der gehört nämlich meines Erachtens hier zu diesem Depot dazu. Junge, Junge. Na, gucken wir mal. Habe ich auch schon öfter gesagt, ne? Hier ist auch noch so ein Lagerschuppen. Da kommt man aber überall nicht mehr drauf. Wie gesagt, das haben die hier mit diesem Wildzaun zugemacht. Dann gehen wir jetzt mal hier vorne rum. Ach, guck mal an. Hier ist ebenfalls so eine Wegetrompete. Und was haben wir hier? Hier dürften wir dann auch nicht weiterkommen, weil das hier dasselbe ist. Oh, da kommen wir noch mal näher an den Lagerschuppen dran. Das ist natürlich klasse. Oh, da vorne eines meiner Lieblingsausstattungsmerkmale. Geradeaus. Das rote. Herrlich. Da hing der Feuerlösch, der Brandbekämpfungssatz hing da. Und wenn wir hier geradeaus weiter gucken, da kommen wir genau daraus, wo
wir vorhin das Video angefangen haben, wo ich gesagt habe, Standort Munitionsniederlage. Richtig geil. Ist das fantastisch? Richtig schöner Polschuppen. Man sieht, wie es nach unten abfällt. Total klasse. Halle 47. Jod. Würde ich natürlich super gerne auch mal filmen, aber ja, ist nicht drin. Gehen wir hier weiter. Das Ganze hier auseinander zu klamüsern, muss ich machen. Da sind auch so merkwürdige Einträge in der Datenbank. Ich habe aber auch heute, das muss ich auch sagen, ich habe schon so viel gefilmt. Das ist jetzt hier nicht das erste Ding, was ich mache. Das ist hier das 4. und ich bin heute Nacht um 3 Uhr aufgestanden deswegen. Und von daher, dann ist man manchmal auch ein bisschen schon ein bisschen neben der Spur und weiß das nicht mehr alles so. Kriegt das nicht mehr alles so genau zusammen. Von da oben kommen wir. Hier haben wir die nächste Trompete. Ich würde jetzt eigentlich geradeaus weitergehen, aber wir gehen noch mal eben hier schauen, wo es uns da rechts hin verschlägt, ob wir da noch ein paar nette Eindrücke haben. Hier links, da seht ihr eine Fläche, die spiegelt so. Das ist irgendwie ein Teich, vielleicht auch als Feuerlöschteich mal gedacht. Hier haben wir noch mal auch so ein Ding, ja, irgendwie so ein Teil, was ich auch der ehemaligen Bundeswehrnutzung zuschreibe. Wir gehen da mal runter. Ich hoffe, das ist nicht alles viel zu dunkel. Ja, am Ende des Weges angelangt, erscheint uns dieses hier. Das ist letzten Endes, liegt das parallel zu dem anderen, wo ich vorhin auch gefilmt hatte. Das liegt dann eben in diese Richtung, am anderen Ende des Geländes. Bis hierhin oder da vorne ist auch noch, da geradeaus ist ein Tor. Das hier sieht mir nicht unbedingt genutzt aus. Gebäude Nummer 32. Was sich mir bisher immer noch nicht erschlossen hat, ist, wo war jetzt hier diese merkwürdige Hauptzufahrt, die ich in dem Zeitungsbericht auf dem Foto gesehen habe. Sehr komisch. Gut. Wie gesagt, müde und so. Weiter geht's. Ich laufe jetzt schon geraume Zeit neben diesem Teich entlang, wo ich davon ausgehen muss, dass das ein Feuerlöschteich ist. Das ist wirklich ein großes Teil. Das hat so ähnliche Ausmaße wie der in Luttmarsen in dem Chordepot. Das ist ja sehr interessant auch. Ich würde doch jetzt nichts lieber machen, als da mal eine Runde drin zu schwimmen. Mit Sicherheit sehr erfrischend. Ja. Das Video. Oh, guck mal. Oh, das ist noch toll. Toll, toll, toll. Schön, dass wir hier noch hergegangen sind. Hier haben wir sogenannte Sandbleche. Und die wurden hier eingesetzt als Zugang zu diesem Feuerlöschteich. Richtig geil. Cool. Freue ich mich sehr drüber. Immer wieder irgendetwas, was man so sieht. Ansonsten würde ich sagen, bin ich hier lost in Lokstedt. Oder wir können es auch Loststedt nennen. Ich gehe mal hier geradeaus weiter in der Hoffnung, dass wir da irgendwo rauskommen, wo es nachher Pommes und eine Currywurst gibt. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht wiedererkennen oder auch nicht. Da waren wir vorhin schon. Und da über den Wald drüber her, da liegt der Feuerlöschteich. Das heißt, ich musste gerade nur einmal nach links abbiegen. Jetzt sind wir wieder an dieser Kreuzung. Und da sind wir vorhin da runtergegangen. Und das haben wir alles gefilmt. Und da haben wir eigentlich auch alles gefilmt. Klar, ein paar Sachen werden da wohl noch sein. Kleinigkeiten und so weiter. Vor allen Dingen, was diese gesprengten Moonlagerhäuser aus Weltkriegszeiten anbelangt. Hier waren wir allerdings noch nicht. Auf der anderen Seite, da war ja nur noch ein Moonlagerhaus. Die anderen waren ja verfüllt. Da möchte ich mir aber hier noch mal eben einen Überblick verschaffen, wie das auf dieser Seite hier aussieht. Das sieht alles auch so aus, dass wir hier auch eine entsprechende Verfüllung haben. Weil hier ist dieser Rangierbewegungsbereich. Ne, seht ihr diese Aussparung. Und hier
ist nichts zu sehen. Wir gucken uns jetzt noch ein zweites Objekt an und wenn da auch nichts ist, dann drehen wir hier um und dann gehen wir wieder zum Auto. Und damit, weil da vorne nichts mehr ist, beende ich diese Episode von einem bunten Potpourri aus Hohenlockstedt. Ich fand das hier sehr interessant. Ich war erst ziemlich ernüchternd, weil ich dachte, ja, okay, da ist dann irgendwie nicht mehr so viel. Aber wenn man sich dem Gelände hier mal so ein bisschen widmet und mal da ein bisschen drauf rumläuft, dann sieht man doch noch eine ganze Menge. Vor allen Dingen auch Geschichtsträchtiges. Das sieht man hier. Man könnte da natürlich wahrscheinlich alleine über die Muna aus Zweiten Weltkriegszeiten könnte man natürlich ein eigenes Video machen. Da das jetzt hier aber alles ein Spontanbesuch ist und ich mich da überhaupt nicht drüber eingelesen habe, lassen wir das mal schön bleiben und beende ich jetzt an dieser Stelle das Video. Ob da irgendwann noch mal was kommt aus dem Bereich hier, ich vermag es nicht zu sagen. Wir haben auf jeden Fall hier beide Epochen, wie auch immer, mitgenommen. Wir haben von allem irgendwie ein bisschen was gesehen und ich finde, das war jetzt in der Gesamtheit betrachtet gar nicht so uninteressant hier. Lasst gerne ein Abo da, unterstützt mich mit einer Kanalmitgliedschaft und schreibt etwas in die Kommentare, wenn ihr euch hier auskennt. Bis dann, ciao.